wieder geht ein Jahr zu Ende und ein neues beginnt. Schon so oft habe ich diesen Neubeginn erlebt und doch hat er jedes Mal etwas Besonderes. Kein Jahr gleicht dem davor oder dem danach. Jedes ist einzigartig und auch ganz persönlich gefärbt. Ich glaube, ich könnte gar nicht so wirklich sagen, welches mein liebstes Jahr im Leben war. Könntet ihr das? Klar, es gibt so Jahre, in denen man besondere Events so im Leben hat. Man schließt die Schule ab, man heiratet, Kinder werden geboren oder man trifft irgendwelche andere lebensverändernde Entscheidungen. Ja, man könnte die Liste beliebig fortsetzen, gell? Das Leben ist ein Wachstumsprozess. Von Jahr zu Jahr wachsen wir, also von Kindheit zum Erwachsenen und weiter, immer etwas reifer. Ja. Und dann am Ende eines Abschnitts oder eines Jahres, da schaut man gern zurück. Ja, das stimmt. Und allzu oft komme ich aber echt in die Versuchung, überkritisch zu sein und zurückzuschauen und zu fragen oder zu sehen, alles, was nicht geworden ist, was ich mir vorgenommen hatte, oder ja, welche Wünsche sind unerfüllt geblieben, welche Pläne musste ich durchstreichen. Und ja gut, an sich ist es ja nicht schlecht, sich mit den Sachen zu versöhnen, es ist sogar gut, aber wir müssen aufpassen, dass wirklich wir uns nicht die Sicht komplett verstellen lassen und dass wir dann eben die kleinen Wunder im Leben verpassen. Deswegen. Ja. Wie wäre es, sich stattdessen lieber zu fragen, wo bin ich jetzt, wo ich noch nicht war im letzten Jahr? Also was habe ich alles gelernt? Welche schönen Begegnungen hatte ich? Wann habe ich Sinn erfahren? Und wann habe ich auch tiefe Verbundenheit erlebt mit anderen und mit Gott? Aus einer solchen Rückschau könnte sich herauskristallisieren, was mir wirklich wichtig ist für das kommende Jahr. Es gibt kleine Gipfel, die herausragen aus der Indifferenz der 365 Tage eines Jahres. Momente der Erfüllung, die mir etwas sagen über mich selbst und über das, was Gott in mich als Sehnsucht hineingelegt hat und welche Aufgabe damit verbunden ist. Das sind eben meine Gipfel in meiner Seelenlandschaft. Am Anfang eines neuen Jahres ist es Usus, Pläne zu schmieden und Vorsätze zu machen, was man alles erreichen will im kommenden Jahr. Sei es die neue Sprache, die ich endlich lernen will, sei es die Gesundheit, die ich besser pflegen will, mehr Schlaf, mehr Bewegung. Das sind so die Klassiker. Aber wie wäre es in diesem Jahr, uns etwas jenseits des Gewöhnlichen vorzunehmen? Wie wäre es, wenn wir uns von einem Spruch von Pater Kentenich in diesem Jahr leiten lassen? Der ist vielen bekannt und heißt: Sei, was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Da geht es um eine Gipfelwanderung ganz eigener Art. Was heißt es, sei, was du bist? Das hört sich vielleicht an wie ein Ruhekissen, so im Stil von: Jeder soll mich halt so nehmen, wie ich bin. Ich brauche mich nicht anstrengen, nicht an mir arbeiten. Das wäre eine billige Sache. Mit diesem Wort geht es darum, sich selbst bis auf den Grund kennenzulernen, wer wir wirklich sind und dafür Verantwortung zu übernehmen. Oder anders ausgedrückt, dem entgegenzuwachsen. Ein gesunder Mensch will immer wachsen. Und wohin? Das finden wir heraus, wenn wir unser tiefstes Wesen kennenlernen. Die Antwort liegt in uns. Jeder und jede von uns hat schon eine Art Kompass in sich, der den Weg anzeigt. Das ist das, was wir in Schönstadt mit dem Begriff persönliches Ideal umschreiben. Das ist nicht nur so etwas wie meine Vision von mir, sondern es beschreibt das, was in mir schon grundgelegt ist. Meine Art zu lieben und geliebt zu werden. Und das ist das Kostbarste, was Gott in mich hineingelegt hat. Danke. Auf die Frage, was er unter Berufung verstand, antwortete mir einmal der Geigenbaumeister und begabte Autor Martin Schleske:
Berufung ist die Antwort auf die Frage, wie willst du der Welt deine Liebe zeigen? Also, sei was du bist, entdecke wer du bist und was deine Liebe weckt und herauslockt. Denn die Welt, die braucht deine Liebe. Und dann sei es in bestmöglicher Form. Und was ist die bestmögliche Form? Das ist so, wie Gott mich sieht, nicht wie ich mich selber sehe. Sehr oft sehe ich ja nur die Runzeln, die Fehler, das, was ich nicht kann. Papst Johannes Paul II. Betont einmal vor Jugendlichen beim Weltjugendtag: Wir sind nicht die Summe unserer Schwächen und Niederlagen, im Gegenteil. Wir sind die Summe der Liebe des Vaters zu uns. Es gibt ein Lied von einer christlichen Band aus Australien, For King and Country. Daraus ist auch ein Film geworden. Das Lied heißt Priceless, also unbezahlbar. Und die Worte dieses Liedes beschreiben genau das, wie Gott uns sieht. Es heißt darin: Spieglein, Spieglein, Spieglein an der Wand. Es erzählt diese Lügen, es zeigt auf deine Fehler. Das ist nicht, wer du bist. Es mag schwer zu hören sein, aber lass dir sagen, wenn du sehen könntest, was ich sehen kann, ich weiß, du würdest glauben, dass du nicht so bist. Du bist mehr als das. Ich sehe dich in Weiß gekleidet, jedes Unrecht wieder gut gemacht. Ich sehe eine blühende Rose bei deinem Anblick. Unersetzlich, unverwechselbar, unvergleichlich. Es ist wunderschön, ich sehe es alles in dir. Und am Ende heißt es dann: Schwestern, wir können neu beginnen. Gebt Ehre bis zum Ende. Liebe, wir können neu beginnen. Brüder, wir können neu beginnen. Gebt Ehre bis zum Ende. Ja, wir können neu beginnen. Ja, wir können neu beginnen, weil Gott uns liebt. Er kennt uns. Und deswegen geben wir nie auf. Der liebe Gott weiß, wie schwach ich bin. Der liebe Gott weiß, wie begrenzt ich bin. Und jetzt, seine barmherzige Liebe sagt Ja zu mir. Ja, lasst uns in diesem Bewusstsein, dass wir so vom lieben Gott geliebt sind, das neue Jahr beginnen. Ja, werden wir das, was wir sind, unverwechselbar, unvergleichlich, geliebte Kinder Gottes. Und haben wir den Mut, auch anderen diese Erfahrung zu schenken, dass auch sie in den Augen Gottes genauso geliebt sind und angenommen sind. Alles Gute! Tschüss!